Wir freuen uns wieder sehr, dass du dabei bist, denn heute geht es darum, warum Heilung oft so schwierig ist. Da ist manchmal einfach auch eine riesen Differenz eigentlich zwischen dem, was wir überhaupt meinen, was geheilt werden muss. Oft ist das Denken oder der Mind davon überzeugt, dass das und das wichtig ist für den Heilungsprozess. Und im Körper sind oft ganz andere Sachen gespeichert. Und diese Trennung oder diese Spaltung, von der wollen wir heute mal was reden. Und wenn dich das interessiert, bleib dran. Um eine wirkliche Heilung zu erlangen, braucht es eigentlich deine eigene Bereitschaft in allen Wahrnehmungsebenen, würde ich mal sagen, wie zu forschen und zu heilen. Es braucht wie was anderes. Also du wirst den Körper nicht verstehen durchs Denken. Für den sind manchmal Sachen belastend oder immer noch da, die vom Mind völlig abgeschlossen sind. Also viele kommen auch und sagen, oh, das Thema ist schon längst abgehakt und so. Und sobald man aber mit dem Körper arbeitet, merkt man, dass genau da es noch sitzt. Also der Körper ist nicht geheilt von diesem Thema. Und das finden wir wahnsinnig wichtig und wertvoll, das halt einfach auch zu scheren. Vielleicht hilft es dir auch, deine eigene Heilung vielleicht was besser zu verstehen. In jedem von uns gibt es so einen Widerspruch. Also wir boykottieren selber oft die Heilung, weil wir wie festhalten an was. Und wenn ich jetzt noch eine dritte Dimension reinbringe auf dem spirituellen Weg, ist es genauso, dass wenn wir in das Heilsein, also in uns ist ein Heilsein, aber wenn wir in dieser Bewusstseinsebene uns wie so festmachen, erschaffen wir eigentlich wieder eine erneute Spaltung, wo wir die Heilung im Mind und im Körper wie so auf eine Art verneinen. Weil es gibt ja in uns was heil ist, was tatsächlich stimmt. Von der Perspektive von dem Bewusstsein oder der Wahrnehmung. Aber der Körper trägt immer noch das traumatische Erlebnis oder das, was er loslassen will, trägt er immer noch rum. Also der Körper ist immer noch nicht geheilt und der Mind genauso nicht. Und erst wenn diese drei Komponenten eigentlich zusammenfließen, kann tatsächliche Heilung eigentlich passieren. Also die Ebene von deiner wahren Natur, sogenannter spiritueller Aspekt, die Ebene vom Denken, vom Mind und die Ebene vom Körper. Und zwischen allen Ebenen braucht es wie so eine Verbindung. Es braucht eigentlich eine Verbindung. Es braucht jemanden, der eine Verbindung schafft oder dir hilft, eine Verbindung zu schaffen zwischen dem Körper, dem Denken und dem Bewusstsein. Und das ist was, wo wir wirklich drauf schauen müssen, wenn sich wirklich was ändern soll. Weil sonst heilt nur ein kleiner Aspekt und der ist immer nur ein Teil vom Ganzen. Ja, wir sind oft dann auch so enttäuscht. Also wir kennen auch wirklich viele Leute, die so diesen Weg von Heilung gehen und dann enttäuscht sind, ja, das hat mir ja auch nicht so viel gebracht, ne? Weil vieles einfach so einseitig angeguckt wird und man einfach diese anderen Ebenen, wovon du jetzt redest, viel zu wenig Beachtung schenkt und diese Einseitigkeit auch nicht wirklich ganzheitlich, könnte man sagen, auch hilft oder heilt. Ja. Ne? Weil das Denken halt so kategorisiert. Also es kann vielleicht jetzt langsam mit Emotionen was anfangen. Aber das ist noch, vor vielen Jahren ist es noch ein Riesenthema gewesen irgendwo, dass Emotionen normal gewesen ist, dass man sie einfach wie weggedrückt hat und so. Und jetzt kriegt man schon langsam mit, der Körper, der braucht den Ausdruck von Emotionen, um heil zu sein, um heil zu werden und so. Ne? Und genauso ist es aber, dass der Körper auch die Verbindung zum Göttlichen oder zur Ebene, wo er sich wie so ausruhen darf, also wo er loslassen darf. Der Körper weiß ja manchmal auch gar nicht, wohin soll er denn loslassen. Ne? Und das ist eigentlich so dieser Aspekt vom Spirituellen, was eigentlich wie so reinkommt, dass da ein Vertrauen wie so sein muss,
oder man lernen muss, also der Körper wie so lernen muss, zu entspannen, loszulassen in das, was er wirklich ist. Also die Ursubstanz eigentlich von dem, was den Körper irgendwie erschaffen lässt. Und wenn das realisiert wird, kann der Körper wie so aufatmen. Ne? Das Denken kann wie so zur Ruhe kommen. Ne? Und genau eigentlich in diesen kleinen Trennungen, die sind eigentlich so wichtig, dass man da so Brücken baut zwischen diesem Körper, dem Denken und dem, wenn man es so Geist nennen mag, oder das Bewusstsein. Oder das Leben, ne? Das, Ja. was drüber hinausgeht. Oder das, was alles so erschafft. Hm. Ja, und weil wir das schon so viele Jahre erforschen, selber erforschen, mit Klienten erleben, weitergeben, in unseren Retreats immer wieder weiterentwickeln, haben wir das Gefühl, wir wollen das auch gerne weitergeben. Also wir wollen wie unsere Erfahrung gerne weitergeben an Menschen, die das interessiert, die vielleicht merken, diese Einseitigkeit, die sich interessieren, was geht darüber hinaus, was geht über das Denken hinaus, wie kann man das Denken mit dem Körper verbinden und was ist da vielleicht noch mehr. Und das ist so, deswegen haben wir diesen Emotional Therapeutic Coach Training oder Ausbildung geschaffen, wo wir nächstes Jahr das erste Mal anbieten werden, 2024 wird das sein, weil wir das Gefühl haben, dass die Welt braucht das und ganz viele Menschen merken das und es gibt ganz wenig, wo das ja so zusammenfließt, also wo das wirklich möglich ist, dass man diese Ebenen verbindet und in seine Arbeit mit reinbringt oder in seine Selbsterfahrung mit reinbringt. Und dafür haben wir das... Ja, und das ist wirklich eigentlich so unser Herzensanliegen, diese ganzheitliche Heilung, also diese wirklich die Heilung des Ganzen und nicht nur von kleinen Stücken und so. Ne? Und wenn wir Menschen beibringen können, genau diese kleinen Trennungen zwischen diesen Ebenen, wie so Brücken zu bauen, ne, passiert eine viel schnellere Heilung und es passiert eine viel, würde ich sagen, vollkommenere Heilung. Also es kann wirklich gelebt werden und dann passiert halt auch nicht diese Frustration, die oft passiert, dass wenn man nur an einem Teil geheilt ist, den anderen trotzdem vernachlässigt. Also es ist wie man nicht leben kann. Also man kann eigentlich die Heilung nicht tatsächlich verkörpern oder ins Leben bringen. Ne? Und darum geht es uns ganz besonders eigentlich bei diesem Training. Und wenn du therapeutisch arbeitest oder Interesse hast, mit Menschen zu arbeiten oder auch für dich machen möchtest, dann schau dir gerne auf unserer Webseite, wir verlinken sie dir unten in den Kommentaren. Und schau mal drauf, was wir anbieten und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr dann, würde uns freuen. Ja, hat ganz viele wertvolle Themen, die das so, wo wir wie versuchen, wir wollen das einfach weitergeben, weil das wichtig ist. Ja. Jede Ebene braucht wie so ein Sprachrohr. Also wir haben verlernt zu kommunizieren mit dem Körper. Der Körper hat verlernt zu kommunizieren mit dem Denken, mit dem Mind. Die spirituelle Ebene wird oft gar nicht wahrgenommen. Und alle diese Teile, die die Ganzheit eigentlich ausmachen, wenn die wieder miteinander kommunizieren, ist wirkliches Heilsein da. Dann ist eigentlich so ein verkörpertes Heilsein, was gelebt wird. Ne? Und um das eigentlich nach vorne zu bringen oder um das wirklich leben zu lassen, darum geht es eigentlich bei unserem Emotional Therapeutic Coach Training. Das ist 1 Jahr lang, werden wir dich begleiten und ausbilden in dieser Kunst des Reinhörens und Vermitteln zwischen diesen emotionalen Ebenen, den Gedankenstrukturen, den Konzepten, die wir haben, ne? Und dieses tiefe Loslassen in das, was deine wahre Natur ist. Und wenn diese Heilung möglich ist auf diesen Ebenen, auf diesen verschiedenen Ebenen, Körper, Geist und das, was darüber hinausgeht, dann leben wir ein anderes Leben. Und wenn wir als Menschen uns entwickeln wollen, brauchen wir diese größere Wahrnehmung, die durch die Heilung passiert. Ja. Also wir können auch vieles erst dann wahrnehmen oder sehen, wenn diese
wenn wir so zusammenarbeiten auf allen Ebenen, wenn das Body-Mind-System zusammen mit dem Leben korrespondiert. Alles ist connected miteinander. Das braucht eigentlich unsere Aufmerksamkeit und das braucht wie so ein Zurückbesinnen oder vielleicht ein neues Erlernen von, dass wir eins sind mit allem, dass es nur eins ist. Und in dem liegt diese totale Heilung und so wie du sagst, dass dann wirklich das Leben auch ganz anders leben kann, ne? Weil es wie so mehr erblühen kann. Ne? Und das, das wollten wir total gerne mit dir sharen. Ja, lass dich gerne inspirieren und schau selber, ob das für dich stimmt. Ja, und freuen uns, dich zu begleiten oder dir weitere Informationen zu geben. Schreib uns gerne drüber. Alles Liebe. Alles Liebe dir, ne? Tschüss. Tschüss.